Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Bei der historischen Evolutionsforschung sieht man von dem Wie und den Mechanismen ab und stellt einfach nur die Frage, sieht die Welt, sehen die Lebewesen so aus, als seien sie evolviert, zeigen sie Indizien, die für eine Evolution sprechen, mal abgesehen von der Frage, wie das dann letztlich genau funktioniert. Da gibt es vor allen Dingen das Thema Ähnlichkeiten der Lebewesen, das sehr häufig als Indiz für gemeinsame Abstammung verwendet wird, aber auch die Fossilien, die Überreste, die haltbar geblieben sind von Lebewesen aus früheren Zeiten. Und noch manche andere Indizien werden hier angeführt, wo man behauptet, üblicherweise, ja, man könne das gar nicht anders verstehen, als wenn man eine vorausgegangene Evolution annimmt, die eben genau dazu geführt hat, dass wir heute diese Indizien bei den Lebewesen antreffen. Was machen Evolutionstheoretiker mit diesem Indiz der Ähnlichkeiten? Nun, üblicherweise geht man so damit um, dass man sagt, ja, diese Ähnlichkeiten rühren von gemeinsamen Vorfahren her. Es gab mal einen gemeinsamen Vorfahren, etwa von Menschen und Schimpansen. Irgendwann haben sich diese hat sich diese Vorfahrenlinie aufgeteilt in zwei getrennt weiter sich entwickelnde Linien. Aus den einen sind dann die heutigen Schimpansen geworden, auf der anderen Linie sind letztlich die heutigen Menschen entstanden. Und da haben sich natürlich auch einige Unterschiede ergeben, aber vor allen Dingen sind noch viele Gemeinsamkeiten geblieben. Und das sind die Ähnlichkeiten, die Mensch und Schimpanse heute zeigen. Deswegen Indizien auf einen gemeinsamen Vorfahren. Indizien für Evolution. Meistens ist es nun so, dass man quasi das schon geradezu gleichsetzt. Ähnlichkeit heißt Evolution. Ich denke, das trifft aber keinesfalls zu. Das ist nur eine Sache, an die man sehr stark gewöhnt wird, weil das oft so dargestellt wird. In Wirklichkeit, und das ist ein wichtiges Thema, dieses Teiles über historische Evolutionsforschung in unserem Buch, in Wirklichkeit ist es so, dass es erst einmal einfach nur Daten sind, die Ähnlichkeiten, Dinge, die man einfach beobachten kann. So ist es. Es gibt Ähnlichkeiten und Unterschiede. Wie sie entstanden sind, ist erst einmal keine Beobachtungstatsache, sondern eine Interpretation. Und die Frage ist jetzt nun die, ist Evolution die einzig legitime, die einzig denkbare Interpretation für das Vorkommen von Ähnlichkeiten, speziell von Ähnlichkeiten bei Mensch und Schimpanse? Und man kann sich relativ gleich klar machen, dass dem nicht so ist, indem man Vergleiche heranzieht aus anderen Bereichen des Lebens, wo man auch Ähnlichkeiten antreffen kann, sei es im technischen Bereich oder auch im künstlerischen Bereich. Und man kann sich gleich klar machen, Ähnlichkeiten haben in erster Linie etwas mit dem Funktionieren zu tun. Darüber hinaus kann man aber auch sagen, Ähnlichkeiten können auch auf Vorlieben des Konstrukteurs oder des Künstlers, auf solche Vorlieben zurückzuführen sein, auf gemeinsame Baupläne, gleiche Ideen, wie man etwas gestalten oder konstruieren kann. Das findet sich auch in der Technik, in der menschlichen Technik oder auch in der Kunst, findet sich genau dieser Punkt auch wieder. Wir haben gleiche, ähnliche Bauteile, ähnliche Vorlieben und ja, besondere Eigenheiten eines Urhebers. Auch diesen Punkt, diese Überlegung kann man auf Lebewesen anwenden und auch hier die Überlegung anstellen, ob Ähnlichkeiten auch was mit gemeinsamen Bauplänen eines Schöpfers zu tun haben könnten. Der Punkt ist hier also der, generell einmal, Ähnlichkeiten für sich sind kein klares, eindeutiges Indiz in Bezug auf die Herkunft der ähnlichen Formen, Mensch und Schimpanse als Beispiel, sondern ein Indiz, was unterschiedlich gedeutet werden kann, was man sowohl evolutionär als auch im Rahmen einer Schöpfungsanschauung verstehen kann und verständlich machen kann. In den vorherigen Videos haben wir uns intensiv mit der phylogenetischen Systematik und Kladistik befasst. Wir halten fest, Lebewesen sind ein Mosaik aus apomorphen und plesiomorphen Merkmalen. Doch wie bestimme ich, welche Merkmale apomorph und welche plesiomorph sind? Hierbei sind unter anderem die Homologiekriterien hilfreich. Gehen die Merkmale auf einen gemeinsamen evolutionären Ursprung zurück, spricht man von Homologien. Im Wesentlichen sind 3 Homologiekriterien bekannt. Erstens das Kriterium der Lage. Dieses sagt aus, dass Strukturen zueinander homolog sind, wenn sie trotz unterschiedlicher Ausprägung in Gestalt und Anzahl in einem vergleichbaren Gefügesystem stets die gleiche Lagebeziehung aufweisen.
Ein bekanntes Beispiel hierfür sind die Vordergliedmaßen der Wirbeltiere. Egal ob wir einen Menschen, ein Pferd, einen Vogel oder eine Echse haben, so ist der Grundaufbau der Vordergliedmaßen vom Prinzip her gleich. Ein Oberarmknochen, 2 Unterarmknochen, mehrere Handwurzelknochen, bis zu 5 Mittelhandknochen und bis zu 5 Finger. Trotz des gleichen Grundaufbaus kam es im Verlauf der Erdgeschichte zu verschiedenen Umwandlungen, da die Gliedmaßen unterschiedliche Zwecke erfüllen. Laufen, graben, schwimmen, fliegen etc. Einzelne Knochen verschmolzen oder wurden reduziert, die Proportionen änderten sich, doch der Grundaufbau blieb der gleiche und dieser weist auf gemeinsame Vorfahren hin, von denen aus sich die Entwicklung zu den heutigen Formen vollzogen hat. Zweitens, das Kriterium der spezifischen Qualität und Struktur, welches besagt, dass Strukturen dann zueinander homolog sind, wenn sie einen übereinstimmenden Feinbau besitzen. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der Vergleich unserer Zähne mit den Haifischschuppen, den sogenannten Plakoidschuppen. Beide haben denselben Feinbau. Die oberste Schicht besteht aus Zahnschmelz und darunter befindet sich das Dentin. Die Gemeinsamkeit des Aufbaus lässt sich damit begründen, dass evolutionsgeschichtlich die urtümlichen kieferlosen Fische über ein Außenskelett verfügten, welches aus Plakoidschuppen bestand. Einige dieser Schuppen im Bereich der Mundöffnung hatten sich für die Nahrungsaufnahme spezialisiert und wurden zu Zähnen. Mit der Ausbildung einer knöchernen Wirbelsäule hatte ein stabiles Außenskelett keine Notwendigkeit mehr und wurde reduziert. Übrig geblieben sind lediglich die Zähne und bei den Haien zusätzlich die Plakoidschuppen, die eine wichtige Funktion einer effizienten Schwimmbewegung übernehmen. Das dritte Homologiekriterium ist das Kriterium der Kontinuität. Strukturen sind dann zueinander homolog, wenn sie durch eine Reihe gleichartiger Übergangsformen miteinander verbunden sind. Beispiele für das Kriterium der Kontinuität sind zum Beispiel die Kreislaufsysteme der Wirbeltiere oder die Entwicklung der Gehörknöchelchen der Säugetiere, die ursprünglich Teile des Kieferapparates waren. Neben morphologischen Daten werden zunehmend molekulare Daten genommen. Molekulare Methoden haben längst einen wichtigen Status in allen biologischen Bereichen erhalten, so auch in der Ermittlung verwandtschaftlicher Verhältnisse und evolutiver Zusammenhänge. Sie haben im Vergleich zu morphologischen Daten einige Vorteile. Zum einen sind sie leichter zu gewinnen, zum anderen werden DNA-Moleküle direkt vererbt und unterliegen einer geringeren Beeinflussung durch die Umwelt, während morphologische Merkmale wesentlich variabler und damit plastischer sind. Molekulare Daten sind in ihrer Ausprägung daher einfacher und evolvieren insgesamt gleichförmiger als morphologische oder physiologische Merkmale. Sie zeichnen sich auch durch gemeinsame Homologien aus. Je mehr Genabschnitte sich ähneln, desto höher ist die Verwandtschaft. Man denke da nur an den berühmten Vaterschaftstest, der im Prinzip nach demselben Muster funktioniert und von Kreationisten nicht angezweifelt wird, außer vielleicht bei der Jungfrauengeburt Marias. Jungs, wollt ihr mich vielleicht verarschen? Es ist nicht nur so, dass diese Homologien auf gewisse Ähnlichkeiten zwischen den Lebewesen hindeuten, sondern dass man anhand dieser Homologien die Lebewesen in ein hierarchisch geschachteltes System gemeinsamer Abstammung zuordnen kann. Hierzu gehören auch Kenntnisse des Feinbaus, der Genetik, der Embryonalentwicklung und so weiter und so fort. Von den Homologien sind die Analogien zu unterscheiden. Analoge Organe haben dieselbe Funktion, aber keine gemeinsame Abstammung. Wenn wir die Flügel von Fledermaus und Vogel vergleichen, so erkennen wir, dass zwar die Anordnung der Armknochen zueinander homolog ist, die Flügel als Gesamtkonstruktion sind jedoch völlig anders gebaut. Fledermäuse haben besonders lange Finger, um die sich eine Flughaut spannt, während bei Vögeln die Fingerknochen verschmolzen bzw. reduziert sind und sogenannte Armschwingen haben. Zusätzlich haben Vögel Federn. Aus diesem Vergleich ist zu schlussfolgern, dass Vögel und Fledermäuse aufgrund ihrer Homologie der Anordnung der Armknochen auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückzuführen sind, ihre Flugfähigkeit sich aber unabhängig voneinander entwickelt hat. Selbe Knochenstruktur, aber andere unabhängige Lösungswege, den Luftraum zu erobern. Man bezeichnet sowas auch als konvergente Evolution. Konvergente Evolution kommt vor, wenn auf die Lebewesen ein ähnlicher Selektionsdruck wirkt,
diese aber unabhängig voneinander Lösungen für diesen Selektionsdruck entwickeln. Kreationisten unterstellen gerne, dass Evolution mit Ähnlichkeit, also Homologie, begründet wird und umgekehrt Homologie durch evolutionstheoretische Annahmen bestimmt werden. Damit entstünde, so die Kritiker, ein Zirkel gegenseitiger Selbstbestätigung, wodurch das evolutionstheoretische Homologie-Argument an Wert verlöre. Dabei können diese Ähnlichkeiten aber auch von einem gemeinsamen intelligenten Designer, also Gott, erschaffen worden sein. Kreationisten übersehen jedoch, wie perfekt diese Homologien in ein hierarchisch ineinander geschachteltes System gemeinsamer Abstammung passen. Tatsächlich ist es so, dass bevor eine Struktur sicher als Homologie definiert werden kann, muss vorher die gemeinsame Abstammung dieser Strukturen geklärt und begründet werden. Homologien werden also erst definiert, nachdem diese als gesichert für eine gemeinsame Abstammung gelten. Die Seite talkorigins.org gibt folgende Erklärung hierzu. Homologie wird nicht als Ähnlichkeit aufgrund gemeinsamer Abstammung definiert und dann als Beweis für gemeinsame Abstammung verwendet. Der Beweis für eine gemeinsame Abstammung stammt vielmehr aus den Ähnlichkeitsmustern vieler Merkmale. Diese Ähnlichkeiten zeigen, dass sich Organismen auf natürliche Weise in ein hierarchisch geschachteltes System zusammenschließen. Zum Beispiel, dass Marienkäfer und Mistkäfer beides Käferarten sind, basiert auf verschiedenen gemeinsamen Merkmalen wie zum Beispiel gehärteten Vorderflügeln. Käfer, Fliegen und Heuschrecken sind Typen von Insekten. Insekten, Skorpione und Tausendfüßler sind Typen von Arthropoden. Eine solche Gruppierung hängt nicht von den Annahmen über die Herkunft ab und wurde tatsächlich zuerst von Linné, einem Kreationisten, kodifiziert. Eine Gruppierung, die von vielen gemeinsamen Merkmalen vorgeschlagen wird, ist ein Beweis für eine gemeinsame Abstammung. Dies gilt unabhängig davon, wie die Merkmale genannt werden. Das Homologie-Label wird hinzugefügt, nachdem die Beweise für gemeinsame Vorfahren bereits vorliegen. Zitat Ende. Das heißt, homologe Strukturen werden erst als solche definiert, nachdem wir genügend Beweise gesammelt haben, dass diese von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen. Treffen aber solche Beobachtungen und Homologiekriterien auch für einen intelligenten Designer zu? Könnte man nicht einwenden, dass diese Ähnlichkeiten der Lebewesen auf einen gemeinsamen Schöpfer zurückgehen? Wenn es irgendeinen intelligenten Designer gäbe, der alles auf einmal erschaffen hätte, gäbe es keinen Grund, dass er sich an diese Homologiekriterien halten müsste. So könnte er Fische mit Haaren produzieren. Er könnte ein Säugetier erschaffen, welches 4 Beine und 2 Paar Flügel hätte und kein Wirbeltier ist. Oder einen Käfer, der nicht gleichzeitig ein Insekt ist. Natürlich könnte man einwenden, dass ein intelligenter Designer dieselben Materialien nutzt, auch homologe Ähnlichkeiten erschaffen haben könnte. Aber bei der enormen Vielfalt an Lebewesen und der unterschiedlichen Anpassungsstrategien ist es unwahrscheinlich, dass ein intelligenter Designer dahinter steckt. Denn bei jedem erdenklichen Beispiel lässt sich die Homologie, also die gemeinsame evolutionäre Abstammung, beweisen. Man vergleiche zum Beispiel Fische und Delfine miteinander. Beide Bautypen haben eine ähnliche Anpassung, einen stromlinienförmigen Körper, um im Wasser schwimmen zu können. Aber dennoch ist diese Körperform keine Homologie, sie entstand unabhängig voneinander. Denn wenn wir die Anatomie dieser Tiere genauer untersuchen, merken wir zum Beispiel, dass Delfine den Körperbauplan eines Säugetiers haben, ihr Körperbau also homolog zu denen der anderen Säugetiere ist. Delfine haben zum Beispiel Lungen, die dem Bau der Lungen von Säugetieren homolog sind. Warum stattete der intelligente Designer aber Delfine nicht mit einem zusätzlichen Paar Kiemen aus, wie Fische sie haben, wenn er Delfinen schon eine ähnliche Fischform gab? Wenn der Designer doch alle Tiere gleichzeitig erschaffen hat, warum verwendete er das Fischmaterial nicht für die Delfine? Oder warum machte er Delfine nicht gleich zu Fischen? Litt der intelligente Designer unter Mangelwirtschaft? Ging das Klopapier zu Neige? Warum dachte er sich dann überhaupt sowas wie Delfine aus? Und wenn ihm Material fehlte, scheint er zumindest nicht allmächtig gewesen zu sein. Außerdem, Lungenfische haben zum Beispiel auch beides. Kiemen und Lungen sind aber trotzdem weder Delfine noch Säugetiere. Delfine passen innerhalb des hierarchischen Systems der Taxonomie und phylogenetischen Systematik zweifelsfrei in die höhere Kategorie der Säugetiere und nicht der Fische.
Und alles, was in die Säugetierkategorie passt, passt auch in die Amnioten, Tetrapoden und Wirbeltierkategorie. Amnioten definieren sich dadurch, dass sich um das Embryo die Amnionhülle entwickelt, die die Embryonalentwicklung unabhängig vom Wasser macht. Das amniotische Ei oder als Neuentwicklung bei den Säugetieren das Austragen des Embryos im Mutterleib ist typisch für alle Säugetiere und Sauropsiden. Dazu gehören Reptilien und Vögel, also alle Amnioten. Und alle Amnioten sind auch Tetrapoden, also alle Landwirbeltiere mit ursprünglich 4 Gliedmaßen, zu denen sich neben den Amnioten dann zusätzlich die Amphibien dazu gesellen. Und all diese Tetrapoden gesellen sich zusammen mit den verschiedenen Gruppen, die wir als Fische bezeichnen, zu den Wirbeltieren. Amphibien haben zwar gemeinsame Merkmale mit allen anderen Tetrapoden und Wirbeltieren, jedoch nicht mit den Amnioten, weil Amnioten neben den typischen Tetrapodenmerkmalen weitere Merkmale besitzen, die Amphibien nicht haben. Amphibien legen zum Beispiel kein amniotisches Ei. Und Amphibien haben umgekehrt Merkmale, die den Amnioten fehlen. Damit haben Amphibien auch keine Säugetiermerkmale, da sie weder ein Fell haben noch Milch produzieren. Würde ein intelligenter Designer mit denselben Materialien arbeiten, müsse man sich die Frage stellen, warum Amphibien zwar Merkmale haben, die allen Wirbeltieren gemeinsam sind, aber keine Merkmale, die typisch für Säugetiere sind, obwohl Säugetiere ja auch Wirbeltiere sind. Warum sollte ich Lebewesen mit denselben Materialien erstellen und dann bei ausgewählten Tiergruppen zusätzliche Merkmale entwickeln, bei anderen auslassen, etc.? Und wenn Amphibien laut Aussage der Kreationisten etwas vollkommen anderes sind als Säugetiere, warum haben sie dann Merkmale, die Amphibien zusammen mit Säugetieren nebst anderen Klassen als Wirbeltiere zusammenfassen? Dasselbe gilt im Übrigen auch für uns. Laut kreationistischer Behauptung sind wir ja etwas völlig anderes als Tiere. Gott erschuf ja schließlich den Menschen separat. Aber warum finden wir dann so viele gemeinsame Merkmale mit anderen Affenarten, dass wir quasi gesehen in dieselbe Gruppe eingeordnet werden? Wären wir Menschen eine völlig andere Schöpfung als die der Tiere, die uns so sonderbar machen, warum haben wir nicht einen Bauplan, der solche Homologien gar nicht erkennen lassen würde? Warum haben wir, wie alle Tiere, Zellen mit einem Zellkern? Warum haben wir eine Wirbelsäule, wie alle Wirbeltiere? Warum haben wir nicht ein extra Paar Beine, um uns von den Tetrapoden zu unterscheiden? Warum ist unsere DNA mit den Schimpansen ähnlicher als die DNA der Schimpansen mit denen der Gorillas, wenn wir etwas völlig anderes sind als ein Affe? Wieso akzeptieren Kreationisten einen DNA-Test unter Familienmitgliedern als definitive Verwandtschaft, lehnen aber dieselbe Methode für evolutionäre Verwandtschaften mit anderen Arten ab? Nicht zu vergessen, homologe Merkmale sind auch Merkmale, die an die nächste Generation vererbt werden. Durch die Vererbung wissen wir, dass Merkmale einen gemeinsamen Ursprung haben. Und wir wissen, dass diese vererbten Merkmale variieren. So wie Kinder ihren Eltern ähneln und diese ihren anderen Familienmitgliedern und sich so zu größeren Familienstammbäumen gruppieren, ist es genauso mit den Arten. Ähnliche Arten haben ihre Merkmale von anderen ähnlichen Vorläuferarten geerbt und so weiter, mit denen sie sich zu größeren Einheiten gruppieren und die verschiedenen systematischen Einheiten bilden. Dass strukturelle Information genetisch an die Nachkommen vererbt wird, ist einleuchtend. Die Vererbung stellt, salopp formuliert, ein Gedächtnis dar, ein Speicher für alle Erfolge, die das Leben jemals errungen hat. Wenn also die Merkmale von Generation zu Generation weitervererbt werden, wenn zugleich aber auch ein allmählicher Wandel der Arten stattfindet, dann ergibt sich die logische Folgerung, dass zwischen den Arten eine abgestufte Formenähnlichkeit bestehen muss, die sich vom morphologischen bis hinab zum molekularen Bereich erstreckt. So ist für uns die Abstammung offensichtlich, wenn ein Kind seinen Eltern wie aus dem Gesicht geschnitten oder der Enkel in seinem Verhalten ganz der Opa ist. Entsprechend kann auch an der Verwandtschaft zwischen den verschiedenen Arten kein rational begründeter Zweifel bestehen, wenn man hier auf tiefgreifende Formenähnlichkeit stößt. Vorausgesetzt, man erkennt die Standards wissenschaftlichen Argumentierens an.
Vergleicht man die Organismen verschiedener Arten und Gruppen miteinander, stellt man tatsächlich fest, dass zwischen ihnen mehr oder minder große Ähnlichkeiten existieren. Dies wurde zum Beispiel an den Vordergliedmaßen der Wirbeltiere verdeutlicht, die bei den Arten zum Teil völlig unterschiedliche Funktionen übernehmen und dennoch einen fast identischen Feinbau besitzen. Das weist darauf hin, dass gerade solch komplexe Merkmalsgruppierungen, die bei verschiedenen Arten detailgetreu in Erscheinung treten, aber im Dienst verschiedener Funktionen stehen, auf Abstammung von einem Vorfahren hindeuten. Wie eine solche Datensituation völlig ohne Vererbung und Evolution erklärt werden könnte, ist meines Erachtens nach bislang noch nicht überzeugend aufgezeigt worden. Die strukturellen Übereinstimmungen lassen sich in neuerer Zeit bis in den molekularen Bereich hinein verfolgen, wobei sich zeigt, dass fast alle rezenten Lebewesen nicht nur denselben genetischen Code besitzen, sondern auch in weiten Teilen über ein nahezu identisches Repertoire an Genen, Biomolekülen und Stoffwechselprozessen verfügen. Wenn sich durch Aufspaltung und Umwandlung von Stammarten schrittweise neue Arten gebildet haben und einmal getroffene Entscheidungen, die sich als erfolgreich herausgestellt haben, kaum mehr rückgängig zu machen oder bestenfalls nur sehr eingeschränkt veränderbar sind, müssen sich die vererbten Merkmale auch in eine abgestufte Rangfolge bringen lassen. Daraus resultiert dann im Idealfall eine gesetzmäßige Beziehung zwischen den Merkmalen oder anders ausgedrückt eine abgestufte Formenähnlichkeit, ein hierarchisches System konsequent ineinander geschachtelter Gruppen. Die hierarchische Struktur der Taxonomie macht also nur Sinn, wenn man von einer gemeinsamen Abstammung ausgeht. Diese Hierarchie der systematischen Gruppen ist nun ein Beleg für die Evolutionstheorie, weil das Auftreten gesetzmäßig abgestufter Merkmalsgefüge in Kombination mit dem Wissen um die Vererbung von Merkmalen, Variation und Selektion ohne Darwins Abstammungsthese nicht vernünftig zu erklären ist. Natürlich, Kreationisten könnten immer noch einwenden, dass dies auf einen gemeinsamen Schöpfer zurückzuführen ist. Dennoch lässt sich das gewünschte Ziel, nämlich die Schöpfungsthese, damit wissenschaftlich zu rechtfertigen, nicht erreichen, weil der Gedankengang methodisch fragwürdig ist. Eine solche Behauptung, dass dahinter ein gemeinsamer Schöpfer steckt, enthält kein wissenschaftliches Argument gegen die Evolution, weil praktisch alle Fakten auf diese Weise erschlossen werden. Es wird also für alles und damit für nichts ein Schöpfer postuliert. Man kann dann nur noch die Methode der Naturwissenschaft generell in Frage stellen und damit den Boden der wissenschaftlichen Argumentation verlassen. Damit ist der intelligente Designer wissenschaftlich nicht ergründbar. Und genau das ist der springende Punkt. Religion oder Glaube ist eben keine Wissenschaft und daher nicht mit wissenschaftlichen Methoden greifbar. Dadurch würde sich jegliche Diskussion um Schöpfung oder Evolution erübrigen, würden Kreationisten nicht versuchen, ihren Schöpfungsmythen ein wissenschaftliches Antlitz zu verleihen. Die Schöpfungshypothese ist keine wissenschaftliche Alternative zur Evolutionstheorie. Denn was der Designer erschaffen hat, wie und warum er das alles so und nicht anders erschuf, wie er es getan hat, kann man mit den natürlichen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, prinzipiell nie erforschen. Der Schöpfer braucht sich weder zu erkennen geben, noch muss er sich innerweltlichen Gesetzen beugen oder mit Materie wechselwirken. Der intelligente Designer bleibt von vornherein ein unlösbares Mysterium und erklärt daher nichts. Wenn in der Evolutionsbiologie zahlreiche Fragen unbeantwortet geblieben sind, bedeutet das nicht, dass wir die Antworten prinzipiell nie finden können, sondern eben nur, dass wir vor praktischen Problemen der Erkenntnis stehen. Ein Biologe kann auf naturalistischer Grundlage weiterforschen und es besteht die berechtigte Hoffnung, dass wir im Laufe der Zeit immer mehr offene Fragen beantworten können. Dahingehend bringt die Forschung die Schöpfungstheorie nicht weiter, weil wir potenziell nicht wissen können, was sich der Designer wohl gedacht haben mag. Natürlich treten bei der Konstruktion von Kladogrammen aufgrund diverser Homologien einige Schwierigkeiten auf, die von Evolutionsgegnern mit Vorliebe zur Kritik an der Evolutionstheorie genutzt werden. So kann man zunächst oft nicht eindeutig beurteilen, welche abgeleiteten Merkmale abstammungsbedingte Homologien sind
und welche Merkmale unabhängig voneinander entstanden sind. Dieses Problem löst man damit, indem mehrere Fälle durchgespielt werden, das heißt unterschiedliche Kladogramme entwickelt werden, die die möglichen Evolutionsszenarien aufzeigen und man gegeneinander abwägt. In der Kladistik sind oft Kladogramme am plausibelsten, das heißt am sparsamsten, wenn die Zahl an Apomorphien maximal und die Zahl der Konvergenzen minimal ist. Man spricht auch von der Maximum-Parsimonie. Das macht insofern Sinn, als dass Evolution ein langsamer Prozess ist und Veränderungen daher sich langsam ausbreiten. Bei der Beurteilung der Plausibilität eines Kladogramms spielt jedoch auch die Güte der abgeleiteten Merkmale eine Rolle, die je nach Komplexität gewichtet werden müssen. Es gibt aber eine Reihe von Lebewesen, die nicht außerordentlich gut erforscht sind, was bei über 2 Millionen lebenden Arten nun auch nicht verwundern sollte. Daher sind Homologien nicht bei jedem so einfach festzustellen oder von Konvergenzen abzuleiten. So ist zwar die Phylogenie der Wirbeltiere recht gut erforscht, doch bei allem, was man gerne als Gewürm und Krabbelfiecher abwertend bezeichnet, ist die Sache etwas komplizierter. Entsprechend gibt es bei vielen Gruppen unterschiedliche Hypothesen eines Stammbaums. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel das der Verwandtschaft innerhalb der Gruppe der Euarthropoda. Zu diesen gehören die Insekten, Spinnen, Krebstiere und Tausendfüßer. Die Gruppe der Euarthropoda ist die artenreichste Tiergruppe überhaupt mit etwa 1,5 Millionen beschriebenen Arten. Bei so vielen Arten sind die Merkmale, Homologien und Konvergenzen so komplex, dass unterschiedliche Verwandtschaftshypothesen postuliert werden. Keineswegs ist aber diese Stammbaumvielfalt so zu interpretieren, dass man keine Ahnung habe und die Evolutionstheorie zu einer unfruchtbaren und wilden Spekulation verkomme. Nun wird kein Evolutionsbiologe bestreiten, dass Probleme in der Stammbaumkonstruktion bestehen. Es wäre jedoch verkehrt, daraus die Falschheit des Evolutionsgedanken abzuleiten. Erstens kann man das Problem der Stammbaumvielfalt minimieren, indem man einfach so viele Merkmale wie möglich zur Erstellung von Stammbäumen heranzieht. Werden Stammbäume nur anhand weniger Merkmale erstellt, sind die Resultate in der Tat oft widersprüchlich. Zudem ist bei einer geringen Anzahl der verwendeten Merkmale die Gefahr groß, dass konvergent entstandene Merkmale stärker betont werden. Zweitens führt keine Analyse zur Feststellung völlig chaotischer Merkmalsverteilungen. Viele Merkmale sind gesetzmäßig miteinander verbunden. Eine freie Kombination der Merkmale gibt es nicht. Das heißt, man findet im Ganzen eine hierarchische und von gegenseitiger Abhängigkeit geprägter Ordnung, die von Konvergenzen zwar gestört, aber nicht aufgehoben wird. Stammbäume sind deshalb keine Fiktion, wir sind uns nur oft noch nicht im Klaren darüber, welcher Stammbaum der richtige ist. Schließlich sollte drittens nicht unerwähnt bleiben, dass beim Vergleich zwischen den Modellstammbäumen der vergleichenden Morphologie und denen der Molekularbiologie oft ein mehr oder minder hoher Grad an Übereinstimmung zutage tritt. Die Daten der Molekularbiologie bestätigen die vergleichende Morphologie in praktisch allen gut abgesicherten Fällen. Dort, wo Widersprüche zutage treten, hat sich entweder die Morphologie getäuscht oder die untersuchten Genabschnitte waren fehlerhaft. Weitere Forschungen haben solche Diskrepanzen zum Teil lösen können. Es wäre an einen intelligenten Designer auch zu fragen, warum er sich die Mühe machen muss, dass genetische Daten mit morphologischen so gut übereinstimmen. Doch erst im Rahmen des von Darwin vorgeschlagenen theoretischen Evolutionsmechanismus, Variation und natürliche Zuchtwahl, ergeben sich eine Reihe logischer Folgerungen aus der Abstammungshypothese, die mit der Beobachtung im Einklang stehen. Diese These wird auch durch den Fossilbefund gestützt, der ebenfalls zu den klassischen Belegen für eine gemeinsame Stammesgeschichte der Arten zählt. Weil sich in der Evolution die schrittweise Abänderung von Merkmalen vollzieht, ergibt sich nämlich die Forderung, dass es fossil erhaltene Arten geben muss, die in ihren mosaikartigen Merkmalsgefügen zwischen den heute existierenden Organismengruppen stehen. Betrachten wir die fossil überlieferten Tier- und Pflanzenarten,
so stellt man in der geochronologischen Abfolge der Fossilien tatsächlich keinen chaotischen, sondern einen geordneten Formenwandel fest. Die Lebewesen haben sich im Laufe der Zeit in ihrem Bau immer mehr den heutigen Formen angeglichen. So hat zum Beispiel Michael Benton 1998 in seiner Arbeit Molecular and Morphological Phylogenies of Mammals Congruent with Stratigraphic Data 206 Kladogramme, die aus morphologischen und molekularen Daten von Säugetieren gewonnen wurden, mit den fossilen Daten verglichen. Im Ergebnis zeigt sich, dass die morphologischen Daten etwas besser mit dem Fossilbericht korrespondieren als die molekularen Stammbäume. Insgesamt stellt Benton aber eine gute Übereinstimmung zwischen Systematik und Stratigraphie fest, und zwar sowohl bezüglich der morphologischen als auch hinsichtlich der molekularen Daten. Die Stammbäume lassen sich also mit der chronologischen Abfolge der großen Gruppen in den geologischen Schichten recht gut in Einklang bringen. Das heißt, die ranghöheren systematischen Gruppen korrelieren meist mit einem höheren radiometrischen Alter der entsprechenden fossilen Vorfahren. Ja, in einigen Fällen ist es sogar gelungen, den Zeitraum, innerhalb dessen bestimmte Artaufspaltungen stattfanden, auch durch molekulare Uhren abzuschätzen und das Ergebnis anhand geologischer bzw. biogeografischer Befunde zu untermauern. Homologien sind nicht einfach nur auf ein oberflächliches Vergleichen von Ähnlichkeiten zurückzuführen, sondern man geht in die tiefere Analyse des Aufbaus der Lebewesen. Dabei ist es bezeichnend, dass jede dieser Analysen, wirklich jede, in ein hierarchisch geschachteltes System gemeinsamer Abstammung passt. Die Beständigkeit der Homologien sind ein Beweis für die gemeinsame Abstammung, weil sie ständig durch neue Daten geprüft wird. Die Hypothesen gemeinsamer Abstammung also ständig aktualisiert werden, wobei alte Daten durch neuere ergänzt werden, so wie es in jeder Wissenschaft der Fall ist.